Stell dir vor, du gibst 35.000 Euro aus. Du machst alles richtig. Du folgst dem Gesetz, du nimmst die Förderung mit. Oh. Und ein Jahr später ist deine Stromrechnung höher als vorher. Willkommen in der Realität des deutschen Immobilienmarktes 2026. Und heute zeige ich dir, warum tausende Hausbesitzer gerade einen der teuersten Fehler ihres Lebens machen, ohne es zu wissen. Bleib dran. Es geht um dein Vermögen. Lass uns ehrlich sein, das GG ist das Gesetz ist real. Wer heute eine neue Heizung einbaut, muss sicherstellen, dass sie zu 65% mit erneuerbaren Energien läuft. Auf dem Papier klingt das vernünftig. Aber hier ist die Realität, die die Politik dir verschweigt. Über 70% der deutschen Wohngebäude wurden von 1990 gebaut, vor jeder ernsthaften Wärmeschutzverordnung. Wir leben in Häusern aus Stein und Beton, die Wärme halten wie ein Sieb Wasser hält. Früher, kein Problem. Gas war billig, Öl war billig. Der Kessel lief auf 70, 80 Grad. Die Heizkörper glühten. Die Bude war warm. Aber eine Wärmepumpe, die funktioniert völlig anders. Ja, sie ist kein Sprinter. Sie ist ein Marathonläufer. Sie will gleichmäßig, effizient, bei niedrigen Temperaturen arbeiten. Wenn du sie zwingst, Wasser auf 65 oder 70 Grad zu erhitzen, damit ein ungedämmtes Wohnzimmer warm wird, dann ist sie keine Heizung mehr. Dann ist sie ein riesiger, ineffizienter Stromfresser. Wenn dir das neu vorkommt, abonniere jetzt Grundstein. Genau solche Wahrheiten, die dir kein Makler sagt, findest du hier jede Woche. Ja, genug Theorie. Ja. Wir rechnen jetzt. Nehmen wir ein echtes Beispiel. Einfamilienhaus. Baujahr 1985, 140 Quadratmeter. Alte Fenster, normale Heizkörper, kein Fußboden. Bisheriger Gasverbrauch 25.000 Kilowattstunden pro Jahr, alte Kosten. Rund 2.500 Euro jährlich. Unser Hausbesitzer, nennen wir ihn Michael, will alles richtig machen. Er kauft eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Kosten 35.000 Euro. Mit 50% Förderung bleiben 17.500 Euro übrig. Klingt doch gut, oder? Jetzt kommt die Physik. Der entscheidende Begriff, die Jahresarbeitszahl, kurz GARZ. Eine GARZ von 4 bedeutet 1 Kilowattstunde Strom rein, 4 Kilowattstunden Wärme raus, Traumwert. Aber in Michaels altem Haus, mit alten Heizkörpern, mit hoher Vorlauftemperatur, seine GARZ liegt realistisch bei 2,5, manchmal darunter. Rechnung 25.000 geteilt durch 2,5 gleich 10.000 Kilowattstunden Strom für die Heizung. Bei 35 Cent pro Kilowattstunde Wärmepumpentarif 3.500 Euro pro Jahr. Michael hat 17.500 Euro investiert und zahlt jetzt jährlich 1.000 Euro mehr als vorher. Das ist keine Investition. Das ist Kapitalvernichtung. Wenn du diese Rechnung verstehst, gib diesem Video einen Daumen hoch. Du hilfst damit anderen, diesen Fehler zu vermeiden. Aber wir sind noch nicht fertig. Es wird teurer. Michael merkt nach dem ersten Winter, es zieht. Die Pumpe läuft auf Volllast, es ist laut. Der Heizungsbauer sagt, Michael, das liegt am Haushaltspunkt, du musst dämmen. Jetzt fängt das echte Rechnen an. Damit die Wärmepumpe effizient arbeitet, muss die Vorlauftemperatur sinken. Das geht nur, wenn die Wärme im Haus bleibt. Also, neue Fenster, dreifach verglast, 25.000 Euro. Dachdämmung verbessern, 30.000 Euro. Fassadendämmung bis zu 60.000 Euro, neue Niedertagkapper 15.000 Euro. Plötzlich reden wir nicht mehr über 17.500 Euro. Wir reden über ein Gesamtprojekt von 100.000 bis 150.000 Euro. Und die Amortisation? Bei 1.500 Euro Ersparnis pro Jahr und 70.000 Euro Nettoinvestition brauchst du 46 Jahre, um die Investition zurückzubekommen. Bis dahin ist die Wärmepumpe dreimal kaputt gegangen. Das ist die brutale Wahrheit, die dir kein Energieberater so direkt ins Gesicht sagt. Wenn die Zahlen so klar gegen eine schnelle Umrüstung sprechen, warum machen es dann trotzdem so viele? 3 Gründe. Erstens die German-Angst. Wir Deutschen haben eine tief verwurzelte Angst, etwas falsch zu machen. Das GG sagt, du musst und wir gehorchen, ohne zu rechnen. Angst ist ein schlechter Finanzberater. Zweitens die Förderungsfalle. Psychologisch ist es ein klassischer Trick. Das Gerät kostet 60.000 Euro, aber der Staat zahlt 30.000 Euro. Du bist so fokussiert auf das Geld, das du bekommst, dass du vergisst zu fragen, brauche ich das überhaupt? Passt es zu meinem Haus? Drittens, der Nachbareffekt. Der Nachbar hat eine Wärmepumpe. Beim Grillfest erzählt er nur die Sonnenseite. Er erzählt dir nicht, dass er im Winterstrom für 40 Cent zukaufen muss. Du fühlst dich rückständig. FO Fear of Missing Out, aber bei Immobilien ist FOMO tödlich. Bei Grundstein sprechen wir über Zahlen, nicht über Trends. Abonniere den Kanal und verpasse keine Folge. Genug Kritik, hier ist der echte Plan für 2026. Schritt in die Hülle vor dem Herz.
Bevor du auch nur einen Gedanken an die Heizung verschwendest, schau dir die Gebäudehülle an. Wärme, die nicht entweicht, musst du nicht erzeugen. 5.000 Euro in die Kellerdecken und Dachdämmung investieren bringt oft mehr als ein kompletter Heizungstausch. Schritt 2, der 50 Grad stresst ist: Warte auf einen kalten Wintertag mit -5 bis -10 Grad, deine alte Heizung auf maximal 50 Grad Vorlauftemperatur. Dreh alle Thermostate voll auf. Wird das Wohnzimmer warm? Wenn ja, dein Haus ist bereit für eine Wärmepumpe. Wenn nein, erst dann heizen. Schritt 3, denke in Alternativen. Wir schreiben 2026, es gibt mehr als Schwarz und Weiß. Split-Klimaanlagen als Wampam-Kosten. 2.000 bis 3.000 Euro pro Raum, SCO über 4 oder 5, keine. Wärmeverluste durch Rohre. Kombiniert mit einer kleinen Brauchwasserwärmepumpe für 2.500 Euro erfüllst du oft schon viele gesetzliche Anforderungen zu einem Bruchteil der Kosten. Schritt 4, unabhängige Beratung. Geh nicht zum Heizungsbauer für die Beratung, er ist Verkäufer. Bezahle einen unabhängigen Energieeffizienzexperten für die Heizlastberechnung. Diese 1.000 Euro schützen dich vor einem 50.000 Euro Fehler. Lass mich das zusammenfassen. Die Wärmepumpe ist nicht der Feind. Sie ist eine brillante Technologie, aber nur im richtigen Haus. Sie ist wie ein Formel-1-Motor. Im falschen Fahrzeug bringt er dir nichts. Er macht nur alles kaputt. Die Politik will, dass du sanierst. Die Industrie will, dass du kaufst. Aber nur einer schaut auf dein Konto, du selbst. 3 Dinge nimm heute mit. Erst die Hülle, dann die Heizung. Rechne nach, bevor du unterschreibst. Lass dich nicht von Förderungen blenden. Bleib kritisch. Bleib investiert. Bis zum nächsten Video. Servus.